Heute zeige ich euch 3 Varianten, wie ihr Haarbänder selber macht. Das ist ein hervorragendes Projekt, um Stoffreste zu verwerten. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maut. Überlegt euch, wie breit ihr eure Streifen haben wollt. Meine Bänder sind 13 cm breit bzw. 6 cm gefaltet und vernäht. Allerdings würde ich es so im Nachhinein etwas breiter machen. Für die Länge eurer Streifen spannt ihr euch diesen um den Kopf, so wie ihr es tragen wollt, und steckt es euch mit Klammern zusammen. Dann schneide ich mir den Stoff auf die gewünschte Größe zu. Das Maß gilt für alle 3 Bänder und wird in den einzelnen Schritten nicht nochmal erklärt. Variante 1. Faltet nun das zugeschnittene Band der Länge nach rechts auf rechts zusammen und steckt es mit Klammern fest. Nähe die lange Seite zusammen. Ich mache das mit der Overlock. Wenn du aber keine hast, kannst du das aber genauso mit der normalen Haushaltsnähmaschine machen. Wie du elastische Stoffe damit nähst, erkläre ich dir in einem separaten Video, das ich dir in der Beschreibung verlinke. Wende den Stoffschlauch auf rechts. Mit dem Bügeleisen bügele ich mir die Kanten an der Seite schön flach. Markiere dir dann die Mitte und klappe den Schlauch wieder auf. Falte dir die Mitte ziehharmonikaförmig mit 3 Knicken zusammen und stecke sie fest. Stecke auch die Schlauchenden zusammen. Nähe dann die Falten mit der Nähmaschine zusammen. Schließe zum Schluss noch die Schlauchenden und versäubere die Enden. Variante 1 ist fertig. Für die zweite Variante faltest du den Stoffschlauch genauso wie bei der Variante 1. Nähst ihn an der langen Seite zusammen, wendest ihn und bügelst ihn an einer Kante flach. Als nächstes markiere ich mir die Mitte der Schlaufenenden. Lege das Band so hin und schiebe die Mitten ineinander. Die Enden sollten bündig aufeinander treffen. Stecke die Enden zusammen. Und nähe einmal darüber. Das mache ich aber dieses Mal mit der Nähmaschine und einem Zickzackstich. Wenn sich etwas verschiebt, ist es leichter, die Naht nochmals neu zu nähen.
So sieht das dann aus. Da hier die Enden leicht rausblitzen, vernähe ich sie noch mit der Hand, mit Nadel und Faden. Für die dritte Variante brauche ich zusätzlich zum großen Schlauch noch einen kleineren Schlauch, den ich 7 cm breit und ca. 2,5 cm kleiner in der Länge gemacht habe, wie euer großer Schlauch breit ist. Also zum Beispiel, wenn euer großer Schlauch 13 cm breit war, ist die Länge des kleinen Schlauches 11,5 cm. Aber das ist wieder Geschmackssache und kann individuell verändert werden. Stecke dir die langen Kanten rechts auf rechts aufeinander. Das machst du mit dem großen und dem kleinen Schlauch. Nähe diese dann wieder zusammen. Wende die beiden Schläuche auf rechts. Dieses Mal bügle ich mir die Naht nicht zur Kante, sondern mittig, so dass sie nur auf einer Seite zu sehen ist. Falte dann den kleinen Schlauch mittig zusammen, so dass die Naht nach außen schaut. Nähe den Schlauch zusammen. Wende dann den Schlauch nach außen, so dass keine Nähte mehr sichtbar sind. Stülpe den kleinen Schlauch über den großen. Ich finde fast, dass man den kleinen Schlauch noch enger machen hätte können oder den großen breiter. Dann gäbe es eine größere Raffung. Lege dann den großen Schlauch aufeinander, so dass die Nähte wieder nach außen zeigen. Nähe auch diese Enden zusammen. Versäubere noch die Naht und stülpe dann die kleine Schlaufe über die große, damit auch diese nicht mehr sichtbar ist. Fertig ist die Variante 3. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, schau dir gerne noch meine weiteren Nähvideos an, die blende ich dir ein. Und ansonsten sehen wir uns einfach am Dienstag in 2 Wochen wieder. Tschüss!